Hey Kleiner, du weißt doch, das mit uns kann keine Zukunft haben, oder? Ich meine, du bist ein Goblin. Und ich bin wieder total riesig, sobald ich wieder eine Fee finde, der ich eine Gehirnerschütterung verpassen kann. Also würdest du bitte aufhören, mich so anzustarren? Heute reden wir über Gnomes und Goblins. Solltet ihr euch das Spiel kaufen? Wie immer, kommt drauf an. Die Grafik ist fantastisch. Naja, zumindest bis meine CPU Feuer gefangen hat. Und ich die Grafikeinstellungen alle einfach auf Medium stellen musste. Und selbst dann hatte ich noch Probleme. Ja, ich meine meine CPU, weil die ist schon ziemlich in die Jahre gekommen. Wobei leider die Zeit, in welcher man mit einer 2080 flexen konnte, jetzt auch vorbei ist. Auch die Story ist spannend. Vom ersten Vertrauen fassen zu festen, einer Verfolgungsjagd. Zu vielen schönen Momenten, sowie auch echt creepy Momenten. Ah, sie sind direkt hinter uns. Ich kann sie hören. Lauf! Lauf! Und die Goblins, okay, ich sag's wie es ist, sind wirklich furchtbar süß. Und ganz ehrlich, ich werde auch nicht gerne angekrabbelt. Was mich dann aber doch extrem gestört hat, ist zum einen die Bewegung. Wenn man schon per Touchpad laufen muss, was echt nicht die beste Designentscheidung für ein VR-Game ist, sollte es zumindest deutlich responsiver sein. Die Steuerung gibt es auch bei weiteren Spielen, doch bei keinem anderen bin ich so dermaßen häufig gegen Wände gelaufen wie hier. Wenn man jetzt nicht so viel mit Motion Sickness zu kämpfen hat, kann man zumindest die Drehung auf stufenlos stellen oder eben der Kopfbewegung folgen. Das wurde mir gepaart mit den Performance-Problemen, allerdings nach einer Stunde Spielzeit doch zu viel. Außerdem ist es schade, dass keine Hände ins Spiel implementiert worden sind. Denn spätestens, wenn man versucht, irgendeine Leiter hochzuklettern, bekommt man das Gefühl, Captain Cyberhook zu sein. Aber warum ist der Gin Tonic alle? VR! Auch wird man viel zu schnell vom Fest weggerissen. Ich hatte da noch lange nicht alles ausprobiert. Nach der Geschichte wird man ziemlich allein gelassen, was ein starker Kontrast zur vorigen Spielweise ist. Und jetzt lauf die Treppe runter. Dann dreh dich nach links. Hinter dir bei der Garderobe hängen 3 Schals. Nimm die mal mit. Dann setz dich mit den Schals auf die 5. Stufe. Ja, okay, ja. Hinsetzen. Hinsetzen? Ja, okay. Gratuliere, du hast die Story beendet. Schön. Jetzt? Hilfe? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Stimme aus dem Off? Hallo? Und Erkunden macht mit der Steuerung nicht so wirklich viel Spaß. Nach der interaktiven Story ist erstmal eine Menge Rätseln angesagt. Denn man hat gar keine Ahnung, wo man wie was überhaupt machen muss und muss sich das erstmal selber zusammen erforschen und zusammenpuzzeln. Allerdings habt ihr Glück, dass ich Grinding echt gerne habe und deswegen habe ich mich dann doch noch etwas mit dem Spiel beschäftigt. Um euch also den Anfangsschmerz des freien Spiels zu ersparen, habe ich hier ein paar Tipps für euch zusammengesammelt. Man kann unterschiedliche Gegenstände sammeln. Schriftrollen, Saatgut, Edelsteinfragmente, Rezepte und naja, Gegenstände. Die Gegenstände tauchen einfach im Baumhaus auf, nachdem man sie angeklickt hat. Mit dem Auffinden der Schriftrollen erweitert sich das Baumhaus auf maximal 3 Ebenen. Die Rezepte tauchen im Rezeptbuch auf, mit welchem man Bier brauen kann. Die ich bisher übrigens alle auch nur in geschrumpfter Form aufsammeln konnte. Wenn man Saatgut findet, kann dieses danach gepflanzt werden. Wichtig ist hier auch, dass ihr nur das ernten könnt, was ihr auch selbst gesät habt. Was man mit den Edelsteinfragmenten anfangen soll, weiß ich allerdings selbst nicht. Außerdem kann man noch ein zusätzliches Buch finden, das einem aber jetzt auch nicht viel weiterhilft.
Dann habt ihr noch 2 Gegenstände an eurem Gürtel. Eine Glocke und ein, ich nenne es mal seltsam geformtes Etwas mit Stein in der Mitte. Mit der Glocke kann man 3 Feen herbeirufen. Die weiße zaubert eine Karte her, die orangene zeigt einen, mit was man interagieren kann, was sehr hilfreich ist beim Auffinden von diesen Edelsteinfragmenten. Und die dritte, grüne, schrumpft ein. Mit einem weiteren Klingeln der Glocke wird man wieder groß. Die grüne Fee ist allerdings nicht immer da, man kann also nicht überall klein werden. Zusätzlich kann man, wenn man klein ist, nicht die orangene Fee herbeirufen, um zu gucken, mit was man interagieren kann. Außerdem kann man im obersten Stock des Baumhauses eine rote Fee herbeirufen, die von Tag zu Nacht wechselt und andersrum. Die Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt ändern sich dadurch meines Wissens allerdings nicht. Der Portalstein ermöglicht es einen, sich, zu teleportieren. Im großen Zustand ist er blau und teleportiert einen zur nächsten Baumkolonie. Weitaus wichtiger ist er aber im geschrumpften Zustand. Dann ist der Stein grün und zeigt einen, zu welchen Stellen man sich teleportieren kann. Das ist so wichtig, weil man einige nicht zu Fuß erreichen kann. Manchmal hört ihr den Portalstein aufleuchten, so als würdet ihr ihn benutzen. Das macht der Stein, wenn ihr etwas Neues im Spiel freigeschaltet habt, wie beispielsweise neues Saatgut, dann teleportiert er euch direkt dorthin. Das selbstständige Schrumpfen und Großwerden gibt dem Erkunden dann doch nochmal eine spannende Note, weshalb ich das Spiel dann doch auch nicht sofort aufgegeben hatte. Trotzdem bekommt man im Endspiel echt das Gefühl, dass das Spiel noch nicht zu Ende programmiert ist. So fehlen mir Tonnen von Gegenständen, von denen keiner weiß, wie man an sie rankommt. Und außerdem dauert das Bierbrauen einfach viel zu lange dafür, dass man sonst praktisch gar nichts mehr zu tun hat, sobald man die Karte fertig erforscht hat. Also, falls ihr gerade einen frisch geschlüpften High-End-Gaming-PC habt und in ein VR-Headset investiert habt, würde ich diese 25 € auch noch investieren. Vor allem, wenn ihr auf Grinding steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann nö. Insgeheim hoffe ich allerdings noch auf ein paar größere Updates, damit das Endgame noch ein bisschen spannender wird, man vielleicht mehr tun kann und vor allem damit auch diese Performance-Probleme nicht mehr so massiv vorhanden sind. Falls ihr noch mehr Details zum Endspiel rausgefunden habt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wie gesagt, ich weiß auch noch längst nicht alles. Und falls euch das Video gefallen hat, bitte füttert den Algorithmus für mich. Dann also bis zum nächsten Mal. Tschüss!